Hallihallo, mein Name ist Ruti. Ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute gibt es ein Update. Was habe ich Neues an Equipment? Mit welchen aktuellen regionalen Besonderheiten habe ich zu kämpfen? Und warum war meine Rückkehr nach Peru nicht so schön? Das letzte Mal habe ich mich aus dem Norden Ecuadors gemeldet. Damals bin ich frisch eingereist in Ecuador. Die Einreise war problemlos. Und nach Ecuador zu kommen war nicht so problemlos von Kolumbien, denn ich war in Cali. Das ist so 10 Stunden Fahrt von der Grenze entfernt. Und zwischen Cali und der ecuadorianischen Grenze gibt es quasi nur eine richtige Straße oder eine Hauptstraße. Und die wurde halt von indigenen Leuten blockiert. Ich hatte halt nur noch 2 Tage auf meinem Visum, also habe ich geguckt, wie kann ich irgendwie außen rumfahren. Habe ich auch eine Strecke gefunden und dann habe ich aber gesehen, dass andere Leute da lang gefahren sind und dann gab es irgendwie Auseinandersetzungen mit dem FARC. Das ist eine Guerilla-Gruppe hier und es wurde auch geschossen und so. Also das ist nicht ganz ungefährlich. Als ich dann gefahren bin, hatte das Militär geräumt. Und ja, als ich vorbeigefahren bin, da lag halt noch Fettgas in der Luft, ja, Tränengas hat man gemerkt. Und standen halt die Leute rum, Militär, ne, mit Maschinengewehren und Panzer sogar standen da rum. Werbung! Der Partner des heutigen Videos bietet etwas, das ich jedem Reisenden empfehle. Denn das Internet ist zwar überall auf der Welt das gleiche, aber der Zugang dahin nicht. In China zum Beispiel gibt es nicht nur The Great Wall, sondern auch The Great Firewall. Das heißt, viele Webseiten sind dort blockiert. So zum Beispiel auch Google. Umgekehrt gibt es in Deutschland Webseiten wie zum Beispiel Streaming-Anbieter der Fußball-Bundesliga, die im Ausland nicht erreichbar sind. Die sind geogeblockt. Das heißt, sie sind nur in einigen Regionen verfügbar. Ihr wisst ja, ich bin glühender Eintracht-Fan. Und momentan möchte ich kein Spiel verpassen, weil es relativ gut läuft, ja, mit dem fantastischen Sturm-Duo. Und da hilft mir ein VPN aus. VPN heißt Virtual Private Network. Damit kannst du deinen Standort virtuell verändern. Wenn ich zum Beispiel Bundesliga schauen will, sind es 2 Klicks, dann bin ich virtuell in Deutschland und kann Bundesliga schauen. Der ideale VPN ist Surfshark. Surfshark ermöglicht dir maximale Privatsphäre. Du hast Zugriff auf deine Lieblingswebseiten und Streamingdienste wie zum Beispiel Netflix, auch wenn sie in deinem Land nicht verfügbar sind. Mit der Standortveränderung kann man auch günstiger shoppen gehen, günstigere Flugtickets bekommen oder günstigere Abos abschließen. Surfshark Search hilft dir außerdem, dich vor Suchmaschinen zu verstecken, ohne Spuren zu hinterlassen, organische Ergebnisse zu erhalten und personalisierte Werbung zu vermeiden. Wenn ihr wie ich nicht auf einen VPN verzichten wollt und weltweit Zugriff auf eure Lieblingsserien, Filme und Sportevents haben wollt, dann gibt es für euch jetzt die Black Friday Aktion. Das ist das beste Angebot des Jahres. Günstiger wird's nicht. Geht auf surfshark.com/rutisreisen und sichert euch Surfshark den VPN zum besten Angebot des Jahres. Und obendrauf bekommt ihr noch 4 Monate gratis. Das Coole ist, es gibt auch noch eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Das heißt, ihr könnt es risikofrei ausprobieren. Vielen Dank an Surfshark und nun geht's weiter mit dem Video. Naja, dann Ecuador-Einreise problemlos. In dem Haus, in dem ich letztes Mal war, in Ecuador, da habe ich dann auch zum ersten Mal in 3 Jahren meine Motorradwaschjacke gewaschen. Man sieht es total. Also die ist echt, weiß ich nicht. Es ist schwarz, aber man sieht, dass die jetzt gewaschen ist. Die war schon so richtig speckig und das hier war schon so richtig dunkel. Das war schon fast die gleiche Farbe wie auch schwarz. Ist jetzt nicht 100% geworden, aber schon ziemlich gut. Die Handschuhe habe ich ab und zu mit der Hand gewaschen gehabt. Die habe ich jetzt einfach mal mit reingeworfen. Und ja, die sind schon ziemlich ausgebleicht, aber die sind gut. Da waren noch Leute am Anfang, die gesagt haben, ja, ich habe die mir auch gekauft und dann geht hier so das Fell ab. Das war bei mir auch am Anfang, aber ich fahre seit 3 Jahren 60.000 Kilometer. Das ist eine Top-Qualität, muss ich wirklich sagen. Kann ich immer noch empfehlen, Alpinestar Copper. Ich habe jetzt ganz neu, diese Woche, ist jetzt ein Cut hier im Mittelfinger, ist ein Riss drin. Klar kann ich das nochmal nähen, aber wahrscheinlich werde ich dann mal irgendwo andere kaufen. Also auf jeden Fall leichte, ganz dünne, leichte Handschuhe, weil ich das am besten finde. Diese Copper-Handschuhe, die haben halt noch so Knöchelprotektoren. Ob das jetzt hilft oder nicht, als ich in Venezuela
über den Lenker geflogen bin, bin ich so geflogen, da hat es mir die Finger so hochgebogen. Da hilft es dann halt auch nicht. Es ist halt schwer, Finger wirklich zu schützen. Ne? Klar, aufprallen ein bisschen und scheuern, aber so, wenn du was umknickst oder so, was willst du da machen? Außerdem hatte ich dann noch Zeit in dem Haus. Ich habe ja meine geliebte Ruthis Reisen Seifendose und die war komplett durchgerostet. Im Amazonas war das wohl dann mal so feucht und so. Also in den meisten Hotels gibt es immer ein Stück Seife. Ja? Das macht auch ein Reisetrick. Man nimmt keine irgendwie Shampoo oder Duschgel mit, weil das halt viel zu groß ist und auch auslaufen kann. Deswegen wasche ich mich schon seit Jahren, dusche ich mich mit Seife. Und hier ist es auch in Südamerika ganz üblich. In jedem Hotel ist immer ein Stück Seife. Deswegen brauche ich diese Box nicht immer. Und die habe ich halt oft zugehabt, war wahrscheinlich feucht. Die war halt komplett durchgerostet. Und ja, keine Chance, das irgendwie sauber zu kriegen. Und immer, wenn ich jetzt Seife darin transportiert habe, war die Seife dann also mit Rost eingedingst. Das ist halt auch nicht so toll. Und jetzt habe ich das wirklich, es gibt so einen YouTube-Kanal, das schaue ich manchmal, die restaurieren so Dinger, die finden Sachen irgendwie im Meer, die total durchgerostet sind und machen das dann wieder, restaurieren das oder machen es rostfrei und dann ist es halt wie neu. WD-40 kommt da ins Spiel, WD-40 einweichen, 2 Tage habe ich das ziehen lassen und dann habe ich 2-3 Stunden geschrubbt, das Ding. Und es ist ziemlich gut geworden. Was ich nicht gerettet habe, oder besser gesagt ruiniert habe, in Deutschland hatte ich ja mir eine neue lange Hose gekauft. Ich habe eine lange Hose mit, also eine normale lange Hose. Und ja, in Baños, Ecuador, haben die Küche mit Chlor gereinigt. Und ich bin mit den Flipflops da durchgelaufen, weil ich das nicht gewusst habe. Ich habe halt das gerochen, aber ich habe es halt nicht bedacht. Ja? Bin ich durchgelaufen. Und durch die Flipflops, die flippen ja so hinten so hoch. Und dann ist es hochgespritzt hinten an die Hose und die ganze Hose ist jetzt, also hat jetzt Flecken. Das ist halt gebleicht, das kannst du halt nicht mehr rauskriegen. Ja? Da ist halt die Farbe weg. Es gibt dann halt hier diese Waschsalons und so. Manche können auch Sachen färben. Werde ich sie halt einfärben in eine andere Farbe. Das Problem in Ecuador war dann, dass es eine Wasserknappheit gibt. Und Ecuador bezieht seine Energie aus Wasserkraftstoff hauptsächlich. Normalerweise kauft Ecuador in Kolumbien Wasser ein, aber allgemein gibt es eine Dürre. Kolumbien hat auch kein Wasser. Das heißt, sie haben kein Wasser. Was haben sie gemacht? Sie haben beschlossen, jeden Tag 10 Stunden den Strom auszuschalten. Das heißt, es geht nichts mehr. Ja? Keine Geschäfte haben Strom, es gibt kein Internet, sogar Mobilfunk fällt aus. Also nichts. Ja? Das variiert jede Woche, diese Zeiten. Und in jeder Stadt ist es anders. Ja? Es gibt dann so Listen, die sind kilometerlang. Du musst dann immer gucken, wann das ist. Und es ist auch so, meistens stimmt es. Ja? Aber man weiß es nicht immer. Ich habe dann in Baños teilweise in der Apotheke gearbeitet, am Tresen gesessen, weil die hatten irgendwie das war der einzige Laden, der in diesem Ort so einen Notstrom hatte. In größeren Städten haben sie dann Generatoren und dann bollert halt aus jedem Geschäft ein Generator. Auf die Dauer war das halt nervig, weil du halt nie weißt, wo du Internet hast. Und irgendwie in manchen Regionen ist es schlimmer, in manchen Regionen ist es besser, gibt es weniger Stromausfälle und so. Aber es ist halt nervig. Und die haben dann gesagt, so ja, wir wollen das wahrscheinlich noch bis Dezember machen. Zum Arbeiten für mich halt schwierig. Deswegen bin ich dann nach Peru gefahren. Bei der Einreise in Peru war es dann so, dass, also da gibt es so ein Zollding, da wird halt Peru und Ecuador gemacht. Also fast. Das Motorrad Ecuador ist natürlich extra 5 Kilometer entfernt. Alles andere wird da gemacht. Ich musste natürlich dann noch mal 5 Kilometer zurück nach Ecuador fahren. Aber es war dann so, dass der Ecuador, da sind dann 2 Sitze. Einmal der peruanische Zoll und einmal der ecuadorianische. Aber die sitzen genau nebeneinander, aber anscheinend scheinen die nicht das gleiche System zu benutzen oder nicht den gleichen Strom. Auf jeden Fall der ecuadorianische, weil dann in Ecuador Stromausfall war, konnte die Zollabfertigung nicht machen. Musstest du erstmal warten, bis halt der Strom wieder angeschaltet wird. Dann hatten die Strom, aber Peru hatte dann einen Systemausfall. Das heißt, ich hatte dann die Ausreise aus Ecuador, aber Peru konnte mich nicht einreisen lassen. Die Schlange ist natürlich dann immer länger geworden und nach einer Stunde haben sie dann beschlossen, ah ja,
wir können das vielleicht auch nur mit, so wie früher, mit Schreiben, ja, mit der Hand, manuell machen. Das hat dann auch gedauert, da musstest du erst ins eine Büro, dann musstest du zu dem Polizeihauptmann, der hat dann irgendwelche Stempel gegeben, dann wieder zurück, dann Versicherung kaufen an der Grenze, also Motorradversicherung, Motorradeinreise machen. Und nach 3 Stunden war ich dann fertig, eingereist in Peru. Es war dann so, als ich rausgefahren bin, da kontrollieren die dann nochmal das Gepäck. Und die scannen das in so einem, wie im Flughafen, schieben die durch so ein Ding durch. Ja? Musst du dein Gepäck abladen, da durchschieben. Und dann habe ich so, wow, echt jetzt auch noch? Und dann haben die gesagt so, ja, nee, brauchst du nicht. Wir bringen den Hund, wir machen es mit dem Hund. Dann kam der Hund und es war wohl ein junger Hund. Der war ganz aufgeregt und der ist dann immer so hochgesprungen und hat ziemlich aggressiv so an den Taschen rumgemacht. Die Moskomoto-Taschen haben das noch ausgehalten, aber diese Lone Rider-Tasche, die ich hinten drauf habe, die hatte halt sofort ein Loch, hat er reingebissen. Dann habe ich so, ja, die Tasche kostet 250 Euro. Da war mir natürlich klar, niemand bezahlt dir da 250 Euro. Ja? Und ich habe so, ja, was ist mit eurer Versicherung? Und so, ja, das kannst du vergessen, also, da wird nichts passieren und so weiter. Kannst du einreichen, aber vielleicht in 6 Monaten, einem Jahr kriegst du mal was. Vielleicht. Und die haben dann so, ja, der Hund kann nichts dafür, für den ist das ein Spiel und so weiter und so, ja, aber ihr macht halt Gepäck kaputt von Leuten. Und das ist eine wasserdichte Tasche, die jetzt nicht mehr wasserdicht ist. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, mir war das ja klar, dass die das nicht reparieren, weder reparieren noch bezahlen können. Das ist es halt immer, wenn du halt mit Fähren oder mit irgendwas fährst. In Europa kriegst du dann hoffentlich ja, über irgendwelche Versicherungen halt dann irgendwie eine Entschädigung. Aber hier kannst du das halt vergessen. Deswegen musst du halt immer aufpassen wie ein Fuchs. Naja, war auf jeden Fall kaputt. Das heißt, ich habe mich 2 Tage später dann mit diesem Typen, mit dem einen Typen von dem Zoll getroffen und der war super nett, wirklich. Der hat sich wirklich bemüht. Wir sind dann halt zur Näherei gefahren. Die haben dann einen Patch von innen drauf geklebt, das vernäht und dann haben wir es noch verklebt. Ja, das ist in Ordnung jetzt. Ja. Das ist natürlich keine neue Tasche mehr, aber das war halt auch. Die Tasche hatte ich gerade aus Deutschland mitgebracht. Das Ding war halt 3 Monate alt, war nagelneu. Das ist immer so, die Sachen, die ich neu mitbringe, die gehen sofort kaputt. Naja, das war dann gemacht, aber der war halt super nett. Der hat mich auch zum Essen eingeladen und der hat mir auch dann mit der SIM-Karte geholfen, weil, weiß ich nicht, als ich in Puno war, bin ich einfach zum Claro-Shop gegangen. Also Claro ist hier der Anbieter, ne, wie Vodafone oder so. Und da musst du deinen Pass abgeben und dann registrierst du dich. Und dann war es okay. Jetzt haben die gesagt, so ja, Ausländer können sich nicht mehr registrieren für eine SIM-Karte. Da habe ich so, was für ein Bullshit. Ja? Aber haben sie sich geweigert. Aber dann hat er das halt über seine Adresse, über seinen Namen gemacht und so weiter. Und naja, hat mir halt geholfen, war super nett. Das war dann aber auch noch nicht alles. Als ich hier angekommen bin, ist mir in der ersten Nacht Geld aus dem Zimmer geklaut worden. Es war komisch, weil ich halt die ganze Nacht da war. Es muss halt passiert sein, während ich auf dem Klo war. Ja, und es war so, dass eben hier war der Tisch und hier war das Fenster. Und das Fenster, das war halt nur Moskito. Es hat halt Gitter, du kannst nicht rein, aber es hat halt Moskitonetze. Du kannst halt durchgreifen. Und es war genau ein Schnitt in dem Moskitonetz drin und die haben halt auf diesen Tisch gegriffen. Und genau auf diesem Tisch lag halt mein Geldbeutel. Ich habe halt nicht dran gedacht, dass ich den weiter... Ja, niemand hätte reinkommen können, aber da lag halt mein Geldbeutel rum. Und da lag noch viel mehr, sehr, sehr viel wertvolleres Zeug rum, aber die haben nur den Geldbeutel geklaut. Und ich habe es gar nicht gemerkt, weil ich ja in dem Zimmer war und so. Nächsten Morgen aufgestanden, war meine erste Nacht, so super zufrieden, weil es hier halt super cool ist und so weiter. Dann bin ich aufgestanden, hatte mich angerufen, Patrick, Patrick. Ich so, hä? Wer hier kennt meinen Namen? Und der hatte halt, hier einer vom Hotel, der hat mein Portemonnaie gefunden. Ja, ich habe dein Portemonnaie gefunden. Und deswegen hat er meinen Namen gewusst, weil da meine Karte noch drin war. Und da habe ich so, was? Oh, komisch. Und Geld natürlich weg, waren ungefähr 100, 120 Euro drin. Also in Soles, der peruanischen Währung. Aber Kreditkarte noch drin, Führerschein noch drin, alles noch drin. Also sie haben das nur genommen und dann weggeschmissen, nur das Geld genommen. Die haben dann auch noch die Kamera gecheckt und es war halt super weit weg. Die Kamera ist nur im Hof und der Typ, der kam halt von hier, von dieser Seite, ne, vom Meer, ist halt nicht abschließbar. Und ja, man konnte halt jemand schemenhaft erkennen auf dem Video, aber ja, was willst du da jetzt machen? Ich habe dann überlegt, ob ich sofort wieder abreise, aber die haben die haben dann auch so gesagt, so, ja, wie können wir dir helfen, was können wir machen und so weiter. Ich habe dann ein Zimmer-Upgrade bekommen, also ich habe jetzt ein Zimmer mit eigenem Bad und Glasscheiben, also ein gutes Zimmer für den Preis von dem Zimmer vorher. Also er hat dann gesagt, was soll ich überlegen, habe ich gesagt, so ja, wenn du mir das Zimmer gibst, für den Preis ist in Ordnung, was soll ich mir da jetzt überlegen? Ja? Und ja, jetzt arbeite ich hier, Internet ist halt gut hier, es gibt immer Strom und Internet, das ist sehr gut. Und ich
lasse jetzt halt mein Zimmer nicht unabgeschlossen und so. Ich war auch immer sehr unvorsichtig und mir ist in 8 Jahren noch nie was geklaut worden, noch nie was weggekommen. Ich hatte noch nie ein Problem. Deswegen, natürlich war ich pisst am Anfang, aber die Quote ist ziemlich gut. Ja, ja, das ist passiert. Was gibt's noch? Aufreger. Ich habe in Quito oder in Ecuador habe ich festgestellt, so ey, mein Gabelöl habe ich jetzt schon seit 50.000 Kilometern nicht mehr gewechselt. Eigentlich habe ich es noch nie gewechselt, aber ich hatte ja einen kaputten Simmering in Chile ganz am Anfang, als ich angekommen bin in Südamerika. Der hat gesifft und dann haben sie ihn ausgetauscht und natürlich neues Öl reingemacht. Haben sie zumindest gesagt. Ich war da, in Santiago gibt es Gravity, heißt der Laden. Ist ein Spezialist für Suspension. Ja? Der macht nur Suspension. Und ich bin auch durch Chile gefahren und ich hatte ja dann die haben mir dann auf diese Gabel ihre Gravity-Aufkleber gemacht und haben dann immer gesagt, Gravity, kenne ich. Also es ist ein bekannter Laden mit gutem Ruf. Jetzt, wo ich das Gabelöl gewechselt habe, habe ich mit einem zusammen gemacht. Also er hat mir geholfen, ich habe das ja noch nie gemacht, er hat mir auch mit dem Werkzeug geholfen und so weiter, hat mir geholfen, das zu machen, aber wir haben es zusammen gemacht. Das ist halt cool, dann weiß ich jetzt, wie es geht. Und normalerweise müssen 624 Milliliter in die Gabel rein. Bei mir waren aber nur 400 drin auf beiden Seiten. Das heißt, die haben einfach zu wenig Gabelöl reingemacht. Und dann hast du natürlich mehr Luft, dann hast du natürlich eine schlechtere Federung. Ja? Und ich hatte ja auch immer gesagt, dass es so schlägt und so. Und das ist jetzt schon besser geworden durch eine bessere Einstellung meines Fahrwerks, was ich ja in Venezuela gemacht habe. Da habe ich mir ja mal eine Woche Zeit genommen und es immer wieder nachgestellt. Es war aber auch einfach zu wenig Öl vorne in der Gabel drin. Ich kann nicht genau sagen, was das jetzt ausmacht. Ich bin kein Experte darin, aber so ist es. Deswegen sage ich würde nie mehr, lasse ich jemanden was am Motorrad machen, wenn ich nicht dabei bin. Ja, wir hier Ölwechsel und große Inspektion gemacht, 600 €. Was haben die gemacht, weißt du nicht. Es ist halt tatsächlich fast immer eine Enttäuschung gewesen, zum Motorradmechaniker zu gehen. Jedenfalls ist das Gabelöl jetzt gewechselt. Und ich habe schon das Gefühl, dass es besser ist. Im Werkstatthandbuch steht halt nicht drin, da stehen halt immer drin, so ab 10.000 Kilometer muss das gemacht werden, 20.000, 30.000, 40 und so weiter, ne, was man machen muss, zu welchen Kilometerzahlen, welchen Service. Aber das Gabelöl steht da nicht drin. Und ja, ich habe das Google hin und her, da sagen manche ja alle 20.000 Kilometer, andere sagen alle 80.000 Kilometer ist auch okay. Kommt auch wohl auf das Motorrad an und wie du fährst und so weiter. Aber vielleicht auch selber mal dran denken, bei eurer Tenere mal das Gabelöl zu wechseln. Dann, ihr wisst ja, dass ich mir vor mehr als einem halben Jahr einen neuen Helm in Kolumbien gekauft habe. Und dafür bräuchte ich natürlich auch eine neue Halterung für meine GoPro-Kamera. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass mit dem neuen Helm die alte Helmhalterung oder diese normalen GoPro-Kleber da nicht drauf passen, wegen der Wölbung und so weiter, weil der auch so spitz vorne ist. Und dann hatte ich mir dieses Ding gekauft. Damit habe ich dann die DJI Osmo Action 4 dran befestigt. Das ist halt mit so Bändern und das war auch okay. Allerdings sieht man hier, ist nach irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Monaten eins von diesen Bändern gerissen. Und ich habe dann das immer zusammengeknotet und so, das geht schon, aber es ist natürlich dann schon wieder nicht so toll. Und man kann natürlich versuchen, ein anderes Band zu bekommen. Aber ich habe dann mir was anderes überlegt. Und zwar war ja bei Insta360, bei der X3-Kamera, Motorradbundle. Da ist so ein elastisches Ding dabei. Also auf ein, sagen wir mal hier, mein Helm. Ja. Wenn es jetzt rund ist und so, dann passt sich das an. Oder auf dem Motorrad. Ne? Das passt sich dann an, kann man dann draufkleben. Und es bleibt dann kleben. Ist aber One-Time-Use. Also man kann es nur abziehen und dann draufkleben. Es bleibt dann da drauf. Man kann es dann nicht nochmal benutzen. Und das habe ich vorne auf meinen Helm geklebt. Und es ist natürlich hier sehr, sehr eckig. Und ja, damit fahre ich jetzt schon 10.000 Kilometer oder so. Das hält. Hier sieht man, dass ich hier so Klebeband habe, weil ich habe das dann draufgeklebt. Ich habe das natürlich nur schnell in meinem Hotel ausprobiert, draufgeklebt. Und man müsste eigentlich die erste Nacht oder so das so richtig mit beschweren, dass das dran klebt. Und ich habe das nur zum Sichern
Ja, weil sonst ist es so ein bisschen, geht es so hin und her, aber es fällt nicht ab oder so. Ich bin also auch Monate ohne dieses Klebeband gefahren. Ich habe nur gedacht, wenn es irgendwie lockerer wird, ist es besser, wenn das Klebeband dann noch ein bisschen drauf ist, dass es das noch stabilisiert. Aber das ist eigentlich eine ganz gute Lösung, weil es hält ganz gut. Und ich habe, wie gesagt, hier noch ein zweites, um das zu machen. Ich habe dann auch noch mal hier so ein kleines Stück gekauft, um das anzupassen, damit, wenn man den Helm auf hat, und das wäre jetzt gerade, man sieht das jetzt, dass es nach hinten, also so nach oben guckt. Aber der Helm, man hat einen Helm immer so auf, ja? Und dann schaut's halt gerade. Dann schaut man halt gerade. Vorher war es dann immer so, dass es ein bisschen tief war und so. Es war nicht optimal. Und es war super schwer in Quito, in Ecuador, so ein Stück zu bekommen. Aber ich bin dann in 20 Läden gewesen. 20 ist übertrieben natürlich, sagen wir 6 Läden. Und keiner von denen hatte irgendwas Interessantes. Aber der 6. Laden, der hat halt Instagram 360 Sachen und GoPro Halterungen. Und der hatte 4 verschiedene Helmhalterungen. Also meiner Meinung nach noch viel besser als das hier. Ich habe dann keine gekauft, weil ich gedacht habe, das geht jetzt schon nochmal. Aber zum Beispiel eine neue SD-Karte habe ich mir gekauft, 128 GB. Und eben dieses kleine Stück. Und so bin ich eigentlich sehr zufrieden damit und fahre damit. Und werde ich auch nochmal das hier machen. Und wenn beide dann irgendwie versaut sind, dann kann ich mir immer noch wieder eine andere Helmhalterung holen. Aber ja, wenn ihr sowas habt, damit geht's eben auch. Und man sieht es vielleicht schon. Ich habe ja den Helm gekauft, was hat er gekostet? Ich glaube 80 € oder so. Natürlich runtergesetzt und so weiter. Ich bin immer noch sehr zufrieden damit, alles gut. Gleiche Sicherheitsstandard wie mein alter Helm, wie der Scorpion ADX1. Das ist jetzt eine kolumbianische Marke, Shaft. Und das ist die Pro-Serie, die hat eben ein bisschen besseren Sicherheitsstandard. Aber man sieht hier, das ist halt alles beklebt hier, ne? Also das ist nicht lackiert oder so. Und man sieht hier, dass die Farbe schon ein bisschen ausbleicht. Ne? Passiert wahrscheinlich bei einem teuren Helm eher nicht. Das ist auch immer bei Klamotten hier ein Problem, bei so Motorradklamotten, dass oft die Farbechtheit nicht so gegeben ist, wie jetzt bei den teuren Markenprodukten oder teureren Markenprodukten. Zum Beispiel, wisst ihr ja, habe ich mir auch in Kolumbien von Biker Equipment eine Hose maßschneidern lassen. Und bisher, ist es ein halbes Jahr her ungefähr, Farbe ist noch tipptopp, also da ist die Farbe bisher nicht rausgefallen. Und es war ja so, dass diese Hose eben, das Material ist wasserdicht, hier gibt's noch so Lüftungsschlitze, habe ich mir noch einbauen lassen. Und für den Gürtelschlaufen und so weiter. Und hier Protektoren kann man reinmachen. Das Geile ist, ich habe erst gedacht, so, das ist ja ein bisschen billig oder so. Normalerweise sind die Öffnungen innen für Protektoren. Aber ich habe jetzt schon festgestellt, das hat er mir auch gesagt, der Marco, der die Sachen herstellt, dass das außen ist, wenn du halt irgendwie vom Bike absteigst, willst wandern gehen, dann machst du hier einfach auf, ziehst den Protektor raus und kannst dann gemütlich wandern gehen, ohne dass du die ganze Zeit die Protektoren an den Knien hast. Also sehr praktisch, wenn man das von außen machen kann. Es war dann eben so, als ich in der Tatacoa-Wüste war, in Kolumbien, da war es halt brutal heiß, Wüste eben. Und dadurch, dass es eben kein luftdurchlässiges Material ist, eben wasserdichtes Material, ist es halt brutal heiß gewesen. Immer noch besser wahrscheinlich als meine Jeans. Aber ich wusste, dass der Marco, Biker Equipment, eben auch ein anderes Material hat für größere Hitze. Und da der Preis niedriger war, habe ich dann gedacht, ey, das mache ich. Ich lasse mir noch eine zweite Motorradhose schneidern. Und tada! Habe ich so im Kolonial-Wüstenstil mir schneidern lassen, die Farbe ausgesucht. Und die ist jetzt eben aus einem dünneren Material, das ist winddurchlässig und das merkt man extrem, den Unterschied. Hier sieht man zum Beispiel, ich habe halt nur einen Satz Protektoren, den tausche ich dann immer, wenn ich die anhab, dann da rein und in der Hüfte sind auch noch Protektoren drin. Ja, aber jedenfalls habe ich jetzt 2 und ich finde es echt super cool. Ich habe halt dafür meine Jogginghose weggetan. Das habe ich schon teilweise ein bisschen bereut, aber diese Hose, wenn es kalt ist, kannst du die halt auch super tragen im Haus. Nimmst halt die Protektoren raus oder halt, wenn es warm ist, auch die. Also quasi eine als Jogginghose tragen. Natürlich dürfen die dann nicht vom Motorradfahren total versifft sein, sonst willst du dich ja nicht mehr damit irgendwie gemütlich hinflitzen. Deswegen im Moment ist es so, dass ich keine Jogginghose habe. Vielleicht kaufe ich mir noch mal wieder eine, aber ich bin sehr zufrieden im Moment mit der Kombination, 2 verschiedene Motorradhosen zu haben, wo ich am Anfang gedacht habe, ey, das ist echt ein Albtraum, noch eine Hose da mitzunehmen. Aber wenn man das jetzt mal schaut,
wenn man das zusammen macht, das ist jetzt wirklich, es geht ganz unten in meine Tasche rein. Klar, es ist schon was, aber es ist halt nicht viel. Es ist so wie 3 T-Shirts vielleicht. Ich hatte wo war das? Ach ja, auch Atacama-Wüste, Chile. Da habe ich Camping gemacht, gezeltet am Meer und da habe ich die Stirnlampe vorgestellt. Und habe gesagt so, ey, die ist unkaputtbar. Einmal im Leben kaufst du die, geht nie kaputt. Ja, ich habe es geschafft. Und zwar hat es irgendwie einen Wackelkontakt. Ich kann da jetzt ein bisschen rummachen, dann geht's vielleicht wieder. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es immer so, es geht manchmal, kann ich jetzt da rummachen, aber immer wenn ich es brauche, man braucht das ja, wenn es dunkel ist und dann willst du nicht stundenlang rummachen, bis dieser Wackelkontakt weg ist. Also immer wenn ich es brauche, geht's gerade nicht. Und ihr seht, die braucht 3 solche Batterien, was halt total krass ist, finde ich. Und wir sind in Kolumbien, da gibt es Decathlon. Und ich war im Decathlon und habe mir ein neues Headlight gekauft. Und da bin ich jetzt wirklich auf dem neuesten Stand mit. Und zwar Rotlicht, normales Licht, super hell, aus und man kann es auch Kindersicherung machen. Das konnte das hier auch nicht, glaube ich zumindest. Also wenn ich jetzt das in der Tasche habe und da drückt der Knopf drauf, das ist mir auch schon passiert. Das hat er die ganze Zeit auf den Knopf gedrückt. Ich glaube, so ist auch der Wackelkontakt entstanden, dass es so gequetscht war, dass es dann irgendwann kaputt gegangen ist. Aber wenn es jetzt hier die ganze Zeit drauf drückt, dann geht es halt nicht an. Also wenn es die ganze Zeit drauf drückt, schon, aber so ist es zumindest gesichert. Man kann es jetzt so nicht anmachen. Ja, ist immer Ding, Ding, Ding. Ich habe erst schon gedacht, es ist kaputt. Und da ist eine kleine Anleitung dabei und so, ach nee, ist nicht kaputt. USB aufladebar. Und es gibt da beim Decathlon irgendwie 8 verschiedene oder so. Gibt es welche mit Batterien und ich wollte auf jeden Fall USB haben, weil ich diese Batteriensache nicht mehr habe. Und ja, dazu kann man sagen, das ist halt immer noch, das ist leider kein USB-C-Stecker. Das ist vielleicht der einzige Nachteil an dieser Dings. Es ist halt so ein, ich weiß nicht, USB-Mini oder wie man den nennt, mit diesen schrägen Ecken. Naja. Mein Cardo ist ja auch davon. Also ich habe jetzt 2 Geräte davon. Sonst hatte ich immer nur 1. Ich dachte, das gibt's gar nicht mehr. Aber das gibt's noch. Und man kann sie auch wieder so anwinkeln. Und ja, das Tolle ist, dass die halt wirklich auch nur halb so groß ist wie die andere. Und die hat jetzt 20 Euro gekostet. Da habe ich erst so 20 Euro, aber ich wollte halt USB und ich wollte halt auch so eine kleine haben. Denn hier ist so ein Säckchen dabei mit dem Ladegerät und also mit dem Kabel. Und dann ist es halt super klein. Also habe ich jetzt eine neue Lampe oder ein bisschen Gewicht gespart, auch wenn die 20 Euro finde ich schon teuer. Aber wie gesagt, ein normaler Mensch, der hält sich das Leben lang. Und das Rotlicht ist, wenn sich jemand mit dir unterhält, wenn du das normale Licht an hast, dann ist er halt blind. Und mit dem Rotlicht kann er dein Gesicht sehen, aber er wird halt nicht so krass geblendet. Und ja, auch wenn man manchmal nur so ein bisschen Licht haben will, ist das Rotlicht ganz praktisch. Ich bin super zufrieden damit. Hier ist noch ein Kumpel, der Jay. Dem habe ich mein Zelt gegeben, der zeltet hier. Da machen wir halt jeden Abend Lagerfeuer und da brauche ich halt das Licht jeden Abend jetzt. Also es ist möglich, eine Stirnlampe kaputt zu kriegen. Dann hatte ich auch immer noch mal, das hatte ich öfters gesagt, dass es so dunkel ist in Südamerika und noch viel dunkler und so weiter. Das stimmt auch. Ja, der Asphalt reflektiert schlechter. Wir haben ja so einen reflektierenden Asphalt, dass immer so Licht abstrahlt und so weiter. Hier ist es halt oft nicht so. Es gibt keinen Asphalt und so. Es ist halt viel, viel dunkler. Es gibt ja auch viel weniger so Beleuchtung, wenn du da im Dschungel bist und so weiter. Ihr wisst ja, dass mein Licht immer so beschissen eingestellt ist. Also das ist jetzt Fernlicht. Ich habe da 2 Aufkleber hingemacht und normales Licht. Und ja, es sind hier diese und diese Schraube, um das Licht einzustellen. Also wenn man nach vorne guckt, rechte Seite ist Abblendlicht und die linke Seite ist Fernlicht. Im Uhrzeigersinn geht es runter und gegen den Uhrzeigersinn geht es hoch. Das probiere ich jetzt mal aus. Ich habe da schon 1000-mal dran gedreht, mit den Händen halt nur. Und es geht dann immer super schwer zu drehen. Ich kann es hier gar nicht jetzt drehen, obwohl ich es abgemacht habe. Und die Scheiben sind ja dann noch dazwischen. Jetzt habe ich extra die Scheiben abgemacht, dann kann man da was drauf machen. Und also ein Werkzeug benutzen und es damit machen.
Ja, bei mir ist es so, ich möchte das Abblendlicht höher und das Fernlicht weiter runter. Aber ich habe mittlerweile auch rausgefunden oder festgestellt, dass meine Augen schlechter geworden sind. Ja, ihr wisst ja, ich bin jetzt über 40, oder mittlerweile 45. Ab 40 ist es normal, dass man schlechter sieht. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass ich mir jetzt eine Lesebrille gekauft habe. Natürlich hier so ein 10-Euro-Ding, aber das hilft schon mal. Also so kleine Sachen auf Medikamenten, sehr schwierig für mich zu lesen. Aber auf Entfernung habe ich keine Probleme. Ja, das wollte ich sagen. Ich mache es dann immer so, dass ich die Sachen fotografiere und dann aufzoome. Ja? Aber jetzt habe ich ja die Brille, die hilft. Ja, das waren soweit die Neuigkeiten. Ich bin jetzt hier, ich werde vielleicht noch 1-2 Wochen bleiben, denn hier ist es jetzt auch so, dass es eine nationale Mobilisierung gibt. Also es gibt Unzufriedenheit mit der Regierung. Ich weiß jetzt nicht genau, wer jetzt da streikt oder blockiert. Jedenfalls wird die nächsten Tage die Panamerikaner blockiert. Ich habe jetzt ausnahmsweise keine Visumnot und werde das abwarten. Dann ist der Plan, nochmal zurück nach Ecuador zu fahren, mir ein neues Visum zu holen, weil in Peru kannst du nicht verlängern. Oder ja, also du musst Glück haben. Die Regel gibt es nicht mehr, dass man verlängern kann. Deswegen habe ich ja jetzt hier schon dann einen Monat quasi gearbeitet in Norden Perus. Dann fahre ich zurück nach Ecuador, bleibe da eine Nacht und komme wieder und bekomme neue 90 Tage. So ist zumindest der Plan. Wir werden dann sehen, ob das klappt. Ja, das ist auch immer sehr individuell. Es kann sein, dass du jemanden hast, der nicht reinkommt oder der dich nicht reinlässt oder so. Ja. Da musst du dann rumdiskutieren, keine Ahnung. Ja, ich weiß zum Beispiel Leute, die nach Ecuador eingereist sind. Ja, ein Bekannter von mir, da war ein Amerikaner vor ihm und der musste das aushandeln. Sie hat dann gesagt, so ja, 20 Tage. Und er hat gesagt, so nein, 90. Dann hat sie gesagt, ja, 35. Und so, und dann haben sie sich irgendwie auf 72 oder so geeinigt. Aber sie hat ihm keine 90 gegeben, obwohl es ja, ein Recht hast auf 90. Jedenfalls ist das der Plan und dann fahre ich weiter Richtung Süden runter. Wie genau, weiß ich noch nicht. Ich habe natürlich ein paar Ziele, was ich mir anschauen will. Aber ja, grob geht es Richtung Süden. Es gibt ab und zu jetzt Sponsoren in den Videos, für die ich Werbung mache. Das sind aber immer Produkte, von denen ich überzeugt bin, die zum Reisen nützlich sind und die man gut auf einer Langzeitreise gebrauchen kann oder auf einer Motorradreise oder auf einer Reise allgemein. Insgesamt muss man sich keine Sorgen machen, dass die Werbung mehr wird, denn wenn ich einen Sponsor reinnehme, nehme ich immer Werbung raus von YouTube. Das heißt, die Anzahl der Werbeunterbrechungen bleibt gleich. Ich gucke schon, dass es nicht zu viel wird. Das waren soweit die News von meiner Reise. Ich muss jetzt in die Stadt gehen, einkaufen und ich will noch mal an meinen Jahreskalender erinnern. Es gibt einen Kalender 2025. Ich habe 12 schöne, besondere Fotos herausgesucht. Es ist ein A3-Format. Der Kalender kostet 19,99 plus 4,99 Versand in Deutschland. Den Link findet ihr auch in der Videobeschreibung und ich freue mich sehr, wenn ihr bestellt. Ihr bekommt einen Kalender und ihr unterstützt mich natürlich damit sehr. Apropos Unterstützung. Es gab zahlreiche Unterstützungen, bei denen ich mich recht herzlich bedanken möchte. Und im Einzelnen sind das Melli, Markor, Gregor, Bernd, Mira, Gavin, Daniel Freshhead, Daniel aus Marburg, Peter, Sören, Oliver, Friedrich, Markus aus der Schweiz, Julian, Sascha, Rudy Travels, Steffen, Heiko alias Neo Katnetzer, Michael aus Münster, Florian Kaubinger, Sven aus Norddeutschland, Robert aus Sindelfingen, Michael Thomas Clemens, Thomas aus Trier, Oreo, Benjamin, Ronald, Thorsten, Oliver, Erik und Norbert aus Bremerhaven. Die waren in Portugal mit dem Motorrad und sind die N2 gefahren. Ja, da habe ich ja auch eine Videoserie gemacht, sehr cool. Finde ich cool, ich hoffe, ihr habt es auch so genossen. Klaus, Frederik, Artus, Matthias aus Bayern, Los Reyes de Kiel, Oliver, Manfred, Heiko, Stefan, Peter, Nicole Denise und Christian. Vielen, vielen Dank, ihr helft mir sehr. Noch einmal die Erinnerung
an das Black Friday Angebot von Surfshark mit dem Link surfshark.com/rutisreisen, ist in der Videobeschreibung, bekommt ihr das beste Angebot des Jahres plus 4 Monate gratis und 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also probiert's mal aus. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Komm, ich zeige euch noch mal das Meer. Krabben.